Uhren lassen die Herzen chinesischer Touristen höher schlagen. Die Schweizer Uhrengeschäfte verdienen Millionen mit ihnen und können auch künftig auf hohe Gewinne zählen. Denn immer mehr Chinesen bereisen Europa und genießen mindestens einen Tag Made in Switzerland. 2011 wurden fast 680.000 Logiernächte verbucht. Das sind 42% mehr als im Jahr zuvor. Und auch für dieses Jahr rechnet Schweiz Tourismus mit einem Wachstum zwischen 20 und 40%. Sie sind gern gesehen, die Reisenden aus Fernost, die die Bergbahnen füllen und Bijouterien stürmen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum die Touristen die edlen Uhren nicht zu Hause kaufen, Kai Schubert und Nicole Frank haben die Antwort. Diese Gruppe aus Shanghai will auf den Titlis. Für die meisten Chinesen ein Muss. 1 Million Touristen aus China fahren jedes Jahr auf den Gletscher in der Zentralschweiz. Ohne sie wäre nicht viel los am Berg. Gletscher, Schnee, das Bergpanorama, alles wunderbar. Aber noch besser gefällt ihnen das hier, der Uhrenshop in der Bergstation auf über 3000 Meter über Meer. Das große Geschäft wird aber hier gemacht, am Schwanenplatz in Luzern. Dutzende Cars, die täglich Touristen zum Shoppen ausladen. Hier verkaufen sich Uhren wie sonst nirgends in der Schweiz, den Chinesen sei Dank. Niemand will über Zahlen reden. Branchenkenner gehen aber davon aus, dass allein Bucherer täglich 1,6 Millionen Franken umsetzt. Hier ein anderer Shop an bester Lage. Das Geschäft läuft wie geschmiert. Er muss daheim beweisen, dass er da war. Darum muss er einkaufen, muss er zeigen, was er alles da gebracht hat und seine ganze Familie beglücken. Casagrande verkauft Uhren. Keine teuren Patek Philippe, aber auch die hier glitzern und glänzen. Hier der Verkaufsrenner für rund 2000 Franken. Diese Uhren bringen Chinesen der Tante, dem Onkel mit. Sie kaufen 5, 10, ja sogar 20 Stück aufs Mal. Ein ausgezeichnetes Geschäft. Auch für die Reiseleiter, denn die liefern die kauffreudigen Chinesen nicht umsonst bei den Bijoutiers ab. Ja, das ist klar. Die Reisebüro wettet gerne Geld. Und die Provisionen sind traditionell seit den 40er Jahren irgendwo zwischen 5 und 10% vom Umsatz muss man da abgeben. Wie viel geben Sie ab? Sehr viel Geld. Das sind 3 Leute, die nichts anderes machen, als ausrechnen, wie viel wir auszahlen müssen. Außer Casagrande will niemand mit 10 vor 10 über Provisionen reden. Bucherer nicht und auch Gübelin nicht. Luzern ist für Chinesen die Destination schlechthin. Die Logiernächte haben sich hier in den letzten 4 Jahren verdreifacht. Und das ist noch lange nicht alles. Man rechnet auch weltweit, dass jetzt von 50 Millionen Auslandreisen von chinesischen Gästen sich das bis 2020 verdoppelt wird. Oder 100 Millionen chinesische Gäste, die Auslandreisen machen. Und die Schweiz ist Nummer 1 von der Beliebtheit bei chinesischen Gästen. Also wir rechnen da wirklich ein sehr grosses Wachstumspotenzial. Auch Zürich profitiert. Selbst das Traditionsgeschäft Bayer. Obwohl es hier für Reiseleiter keine Provisionen gibt, wie anderswo. Doch auch hier sind über 40% der Kunden Chinesen. Solche, denen nur das Beste gut genug ist. Die meisten Leute, die jetzt in chinesischen Gruppen auftreten, mit ganzen Gar, da wird auch vom Juwelier erwartet, dass er bis zu 40 Toiletten hat, dass die Leute in 35 Minuten bedient werden können. Und das eben inklusive noch Verpflegung und auch mögliche Toilettengang. Und das ist einfach bei uns nicht möglich. Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden. Und es ist einfach von der Infrastruktur her anders gelegt, Zürich und Luzern oder Interlaken zum Beispiel. Die gleiche Uhr wäre zu Hause in Peking wegen der Luxussteuer bis zu 30% teurer. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum dieses Paar hier an der Zürcher Bahnhofstraße einkauft. Wir lieben Markenartikel. Die kaufen wir gerne dort, wo sie produziert werden. Dann wissen wir, dass die Ware echt ist. Das Geschäft mit den Chinesen explodiert. Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. Denn Uhren, Seen und Berge, das verzaubert die Chinesen. Ja, und damit soweit.